So eine leckere Torte werde ich jetzt backen. Sehr fluffig und sehr weich. Hallo alle zusammen, heute werde ich eine Torte backen. Für den Biskuitboden brauchen wir 5 Eier, 5 Esslöffel warme Wasser, ein Paket Vanillenzucker, ein Paket Backpulver, 250 Gramm Zucker und 300 Gramm Mehl. Ich tue jetzt 5 Eier in dieses Mixtopf. Und tue jetzt 5 Esslöffel warme Wasser. Jetzt werde ich die Eier zerschlagen für 10 Minuten. Erst auf der kleinsten Stufe und dann erhöhe ich das. Jetzt lasse ich das laufen. Jetzt gebe ich Zucker dazu und Vanillezucker. Und werde so ungefähr für 4 Minuten das schlagen. Fange wieder an auf kleiner Stufe und erhöhe dann das. Jetzt gebe ich Mehl dazu. Mehl und Backpulver. 1 Esslöffel Backpulver. Und jetzt werde ich das alles vermischen. Leicht vermischen. Einfach nur Mehl und Backpulver unterheben. Ganz kurz. Und heize den Ofen auf 180 Grad. Solange der Ofen vorheizt, habe ich einen Tortenring genommen, habe den auf 22 cm Durchmesser gemacht. Hier steht es. Und habe jetzt ein Backpapier genommen und stelle das so den Tortenring drauf und werde das so einwickeln, damit nachher der Teig nicht rausläuft. Jetzt habe ich den Tortenring auf ein Backblech getan und jetzt tue ich den Teig ein. So, jetzt tue ich rein. Und stelle den gleich in den Ofen. Mache ein bisschen so, dass das gut verteilt ist. Ich backe den Biskuitboden so 20 Minuten. Nach 20 Minuten mache ich Stäbchenprobe. Wenn es trocken rauskommt, dann ist es fertig. Bis der Biskuitboden sich backt, werde ich jetzt Creme machen. Dafür brauchen wir 400 Gramm Frischkäse. Ich habe 300. Geht auch. 2 Päckchen Vanillezucker, 500 Gramm Mascarpone, 200 Gramm Puderzucker und 250 Gramm
Schlagsahne, kalte Schlagsahne. Ich habe 200 Gramm. Jetzt werde ich alles nach und nach in den Mixtopf geben. Zuerst Frischkäse. Dann 2 Packungen Mascarpone. Jetzt kommt Puderzucker, 200 Gramm. Und 2 Pakete Vanillezucker. Und alles gut mixen. Erst auf kleiner Stufe und dann werde ich so weiter erhöhen bis zur höchsten Stufe. So. Die Creme ist fest und ist fertig. Jetzt habe ich Mixbehälter genommen, sauberen. Tue da die 200 Gramm Schlagsahne rein. Und werde jetzt Schlagsahne steif schlagen. Jetzt ist die Schlagsahne fertig. Ich mache so einen Trick, drehe das einmal um. Alles fest geworden. Und tue jetzt Schlagsahne in die Creme rein. Und werde das leicht unterheben. Dann ist die Creme fertig. Die Creme ist fertig. Sehr stabil. Und ich stelle jetzt noch die Creme für 1 Stunde in den Kühlschrank. Und jetzt mittlerweile ist der Biskuitboden auch fertig. Er war im Ofen so 40 Minuten. Aber guckt nach eurem Ofen, weil jeder Ofen ist anders. Also da müsst ihr immer zwischendurch gucken und Stäbchenprobe machen. Ich habe hier so einen kleinen Spatel. Jetzt gehe ich das so einmal am Rand und werde den vom Tortenring lösen. Jetzt löse ich den Tortenboden vom Biskuit. Jetzt tue ich den Biskuitboden auf ein Tortengitter abkühlen. Und jetzt lasse ich das so für ein paar Minuten und dann werde ich den Backpapier lösen. Biskuitboden hat sich jetzt abgekühlt. Jetzt mache ich den Backpapier vorsichtig ab. Sieht sehr gut aus. Jetzt tue ich meinen Biskuitboden auf einen Drehteller und werde den Biskuitboden durchschneiden, so in 4 Böden, ich denke, kommt da raus. Ich guck mal. Ich werde jetzt mit so einem Messer die einmal durchschneiden. Ich mache das immer mit so einem Brotmesser. Erstmal mache ich mir so
Striche und schneide einmal durch. So, jetzt habe ich die Biskuitboden durchgeschnitten. Der ist richtig weich geworden und habe ein bisschen probiert. Für den Krümel schmeckt sehr lecker und sehr weich. So sehen die aus. Richtig weich. Gucken Sie mal. Jetzt habe ich meine Tortencreme aus dem Kühlschrank rausgenommen. Hat sich ungefähr eine Stunde abgekühlt. Jetzt werde ich die Torten zusammensetzen, die Tortenböden. Ich habe eine Tortenplatte, so eine. Jetzt werde ich ein bisschen den Boden ein bisschen mit Creme bestreichen, damit nachher die Torte nicht rutscht. Und tue gleich einen ersten Biskuitboden drauf. Habe jetzt den ersten Boden genommen, lege es drauf, am besten mittig. Dann nehme ich meinen Tortenring und werde den auf die Größe einstellen, damit nachher alles fest ist und stabil und hält. Macht das immer so, finde ich es besser. Und jetzt nehme ich von der Creme und bestreiche das einmal. Jetzt nehme ich den zweiten Boden und lege es auch hier drauf und mache so mit allen Böden. So, letzte Schicht. Jetzt nehme ich den Tortenring wieder ab und streiche die Seiten auch an mit Creme. Jetzt habe ich die Torte komplett bestrichen, habe ein Muster reingemacht, so eine Blume, und stelle das jetzt für etwa eine halbe Stunde in den Kühlschrank und dann dekoriere ich noch die Torte. Jetzt werde ich die Torte dekorieren, habe die aus dem Kühlschrank genommen. Mit so einem Feenstaub sprühe ich ein bisschen überall, so ein Glitzer, und an den Seiten auch. Tue ein bisschen gefrorene Himbeeren auf die Torte. Ups. Ich habe noch so einen Aufsteller. Das werde ich so in die Mitte setzen. Zeige ich gleich, wie das aussieht. So sieht das aus. Ich dekoriere noch weiter. Ich bin noch nicht fertig. Dann habe ich noch solche Streudeko und solche. Und mache das einfach nur so überall drauf. So, jetzt habe ich die Torte fertig dekoriert. So sieht es aus.
So sieht es an den Seiten aus. Und stelle die Torte für morgen in den Kühlschrank. Ich habe jetzt meine Torte aus dem Kühlschrank geholt und werde die Torte jetzt anschneiden.